Ich habe insgesamt 30 Ballons vorbereitet. Wie viele von ihnen kannst du wohl innerhalb von 45 Sekunden zum Platzen bringen? Mach dich bereit. Oh Gott. Die Kamera muss man ja auch noch bewegen. Oh. Oh. Ah. Das macht er aber nicht mit mir, oder? Ich will nicht in zwei Hälfte fallen. Scheiße, ich muss... Warte mal. Nein, jetzt weich doch mal vernünftig aus hier. An Kopf. Glücklicherweise konnten wir dieses Problem ohne weitere Konflikte zwischen uns, dem Diamant-Clan und der Galaktik-Expedition lösen. Vielen Dank für deine Hilfe. Solltest du wieder einem Pokémon begegnen, das unter dieser quellenden Rage leidet, hilf ihm bitte ebenso. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch spielt Pokémon Legenden Arceus. In der letzten Folge haben wir Axantor besänftigt. Der war ja ganz schön in Rage geraten, der große Käfer. Das haben wir nun berichtigt. Ne? Dem geht es jetzt wieder gut. Der ist jetzt wieder richtig fein drauf. Und wer die Folge noch nicht gesehen hat, schaut sie am besten ganz schnell und lässt dann schnell noch ein Like da, ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und dann können wir hier auch endlich in dieses Abenteuer weiter starten. So, wir sollen eigentlich zurück. Ich möchte aber eigentlich gerne noch ein bisschen trainieren, denn wir haben ja festgestellt, allzu stark sind wir tatsächlich noch nicht. Warte mal, hier, das ist nicht die Richtung, wo sind hier die Pokébälle? Da sind die Pokébälle. So, allzu stark sind wir tatsächlich noch nicht. Das macht es relativ schwierig, vor allem in den späteren Episoden, ne, wenn wir nicht wirklich gut trainiert sind, kriegen wir nun mal auch keine, kriegen wir richtig Probleme mit den ganzen anderen Pokémon, ne? So, der will jetzt zum Beispiel schon kämpfen, ist überhaupt kein Problem. Feuer-Pokémon gegen Wasser-Pokémon. Ich wette, wir gewinnen trotzdem. Ich sag einfach mal, wir gewinnen trotzdem. Hier, komm, wir machen eine Kraftattacke. Und? Naja. Oh Gott. Oh! Setzt natürlich gleich noch eine Attacke ein. Das war eigentlich klar. So, wir wechseln mal kurz das Pokémon. Nein! Ich habe schon wieder die falsche... Ah, ich hasse... Boah, das war knapp. Gott, was mache ich denn immer hier? Mit dieser komischen Steuerung, die man hier so hat, ne? Da komme ich einfach nicht so klar. So, jetzt müssen wir kurz Igelava noch mal ein bisschen... Ne? So, das muss man machen. Das Vieh will ich jetzt trotzdem noch fangen. Hier, meins. Da hinten ist noch ein Wampel. Und wir werden jetzt nicht nur diese ganzen kleinen Pokémon hier fangen und ein bisschen trainieren. Wir werden auch versuchen, die ganzen kleinen Nebenquests irgendwie noch mal zu machen. Und mein großer Wunsch wäre ja, dass wir es irgendwie schaffen, in dieser Episode doch noch irgendwie ein Pichu oder ein Pikachu zu fangen. Das wäre tatsächlich, das wäre mein größter Wunsch. So. Jetzt holen wir Luxio raus. Für den sollte das ja nun wirklich kein Problem sein gegen Anton, ne? Wir uns auch noch ein stärkeres Anton fangen können. Ich weiß nicht, gibt es hier so ein Alpha-Anton irgendwo? Oder ein Alpha-Entoron? Das wäre auch ganz schön cool. Oh, meine Tasche ist schon wieder voll. Guck mal, da oben ist noch ein Pudox. Hat er mich schon entdeckt? Ja. Ah! Der wird ja gleich aggressiv. Okay. Dann müssen wir wohl doch schnell angreifen. Eventuell können wir es auch noch fangen. Schauen wir gleich mal. Ich habe ja gesagt, in dieser Folge wollen wir vor allem trainieren, weil wir sonst in den späteren Episoden Probleme bekommen. Wenn ich das Gefühl habe, dass wir stark genug sind, können wir natürlich schon weitergehen. Ich möchte auf jeden Fall zum Ende der Folge wenigstens die Story schon wieder anreißen. Also, macht euch keine Sorgen, das hier wird nicht einfach nur rumgeblubber sein. Vergiftet worden, gar kein Problem. Ach komm, wir machen das Pudox fertig. So. Hier noch ein bisschen... Ah ne, warte, muss ich ja anders machen. Muss ich ja so machen. Hey, ganz viel Levelaufstiege, das finde ich gut. Das finde ich gut.
Da hinten ist noch ein Schwarzstein, den holen wir uns auch noch. Komm, wir können ein bisschen schneller laufen hier. So. Und jetzt würde ich gerne die Pudox da hinten mal. Das muss doch... Sieht er mich immer noch? Ach Gott, der will mich sogar... Ah! Lass das! Ah, warte. Das geht ja nun mal gar nicht. Aber dass die mich auch von so weit weg noch sehen, ne? Das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Jetzt würde ich aber schon gern... Oh, guck mal, der Baum da hinten wackelt. Ja, komm, da können wir da auch mal ran. Das ist dann bestimmt noch so ein... Oh, wen haben wir denn da? Na, komm mal her. Na, komm mal her. Dahin. Nee, scheiße, der will mich bestimmt angreifen. Nee, der so... Jetzt höre doch mal auf. Nee, warte mal. Oh, jetzt schläft er hier ein? Was ist denn jetzt los hier? Dann eben so. Golbert wurde überrumpelt. Auf die Weise geht es eben auch. So, Donnerzahn. Ich hoffe, der ist jetzt noch nicht besiegt. Nee, das müsste ja... Ah. Oh, perfekt. Ja, das ist ja perfekt für mich. Hier, kommt ein Pokéball noch ran. Fertig. Müsste der eigentlich drin bleiben, oder? Da kommt er nicht mehr raus. Ich glaube nicht. Ah? Yes. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Dann haben wir nämlich auch gleich noch neuen Eintrag. Ich kann ja schon mal gucken. Nicht berichtete Aufgaben 21. Könnte ja auch weniger sein, ne? Deswegen, das ist schon gar nicht so schlecht. Ist schon gar nicht so schlecht. Der Baum da hinten, der da so wackelt, ne? Den wollten wir uns auch noch angucken. Das Pudox da hinten. Warum glitzern die Steine da eigentlich anders als die normalen hier? Das verstehe ich nicht ganz. So. Haben wir den da noch? Muss ja noch so ein Käfer runter. Kommt da kein Käfer runter? Der hat doch so schön gewackelt. Ich dachte, da wäre jetzt noch ein Pokémon dabei. Naja, dann eben nicht. So, und dich nehmen wir auch noch mit. Einfach weil wir es können. Hoffe ich. Nee, ist anscheinend rausgekommen, das Vieh. Na komm. Kämpfen wir so auch nochmal. Ich muss hier aus dem Weg gehen, ne? Sonst trifft er mich noch. Okay. Zubat auch besiegt. Gibt es hier noch irgendwas, was ich einsammeln könnte? Wie stark möchte ich heute eigentlich werden? Weiß ich gar nicht. Weiß ich, habe ich ein Wasser-Pokémon? Ja, hier. Hier ist bestimmt so ein Boden-Pokémon drin. Oder ein Stein-Pokémon, genau. Kleinstein. Ein aufgeschrecktes Kleinstein. Ja, wenn es sich aber auch unter dem Stein da verkriecht, ja, dann braucht es sich nicht wundern. So, auch kein Problem. Ja, alles, was uns stärker macht, ist gerade willkommen. Was ist da noch? Noch ein Vadrivi. Oh, das freut sich. Das freut sich, dass ich es angreife. Das ist doch mal schön. Die meisten Pokémon werden alle so aggressiv. Aber nein, Vadrivi. Vadrivi ist da anders, ne? Vadrivi freut sich richtig. Guck mal, vielleicht könnte ich die sogar mal fangen. Ich muss die ja wahrscheinlich eh noch... meine Tasche ist voll. Soll ich mal kurz nochmal was herstellen? Ein paar Sachen herstellen? Was habe ich denn da? Ja, hier kommen Tränke. Geht ja nur darum, dass wir ein bisschen Platz schaffen, ne? So. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz? Ein kleines bisschen. 1, 2. Ja, okay. So, nehme ich die nämlich mit. Dann verstecke ich mich hier noch gleich so ein bisschen. Oh. Greifst mich jetzt aber nicht an, oder? Nee. Nee, irgendwie, also angreifen willst du mich nicht?
Ich finde, das ist ein bisschen nervig, ne? Ich kann... Oh, warte. Das greift mich ja doch an. Na, okay. Dann muss doch Igelava wieder ran. Ist ja auch gar kein Problem. Es wird schon wieder tags, ne? Die Nacht ist schon wieder vorbei. So. Du kaputt. Man kriegt die gar nicht richtig gefangen, ne? Ich brauche auch ein paar stärkere Pokémon, gegen die ich hier kämpfe. Und tschüss. So. Noch ein paar stärkere Pokémon, damit ich nämlich auch mehr Erfahrungspunkte bekomme. Kann ich hier hoch? Will ich hier hoch? Ich komme nicht hoch. Doch, da vielleicht lang? Über den Weg vielleicht? Ja, guck mal. Königsblatt. Das klingt cool. So, wenn wir uns jetzt mal hier ein bisschen Überblick verschaffen. Vielleicht finden wir hier noch ein paar stärkere Pokémon. Was haben wir hier noch? Aspiror noch mehr. Ah, Eisenbrocken. Wird alles mitgenommen. Ich hier ungern irgendwie was stehen lassen. Funkelhonig noch mehr. Haspiror. Was gibt's hier hinten noch? So. Genau das habe ich mir doch gedacht. Sowas habe ich mir doch gedacht. Also, das ist ein... Haben wir schon Kampfzeug irgendwie? Wir hätten... Nee, so wirklich nicht, ne? Komm, bevor wir den Kampf starten... kleines Tränkchen auf Luxio. Weil den werden wir definitiv brauchen. Ach, warte mal, die anderen sind ja auch geschwächt. Ah, oder? Ach Quatsch, das waren die Erfahrungspunkte, nicht die. Ah. Egal. Komm, wir versuchen es mal. Was ich aber gern versuchen würde, ist natürlich das Vieh zu überrumpeln. Dadurch das Überrumpeln natürlich wir einen kleinen Vorteil haben, ne? Ich will natürlich aufpassen, dass mich... Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Haspiro ist die Vorstufe. Wie heißt das jetzt? Hat es mich entdeckt? Nee, ne? Ah! Ah, okay, das wird nichts. Ja, okay. Dann müssen wir es eben irgendwie so schaffen. Flappor, genau. Okay, es ist einfach mal Stufe 40. Ah, das wird ja wieder nichts. Oh Gott, ey. Haben wir irgendwas sehr Effektives hier? Nee. Einfach mal, nee. Wir könnten irgendwie hoffen, dass wir es paralysieren. Aber wir haben hier, wir haben ja keine Chance, ne? Cool. Verfehlt. Okay. Gut. Das einzig Gute gerade ist, durch Risikotackle schwächt es sich auch selber. Ja. Ich glaube zwar nicht mehr, dass wir das großartig zu unserem Vorteil nutzen können, aber vielleicht, ganz vielleicht, macht es sich damit selber kaputt. Dass wir wenigstens den Kampf irgendwie auf die Art und Weise gewinnen könnten. Es macht sogar noch weiter Risikotackle. Das ist gar nicht mal... So, wenn es noch einmal Risikotackle macht, ist es eigentlich besiegt. Wenn wir Glück haben. Das wäre natürlich auch nett, ne? Ich bin gerade ein bisschen... Mann, ey, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay, Giftstachel. Wollen wir das mal kurz vergiften? Klappt natürlich nicht. Aber nochmal Risikotackle und das müsste es gewesen sein. Das war's, oder? Ja! Wir besiegen das Level 40 Pokémon, indem wir es sich selbst besiegen lassen. Großartig. Das ist absolut nicht... Meistersamen. Was ist das denn? Klingt gut. Kann ich damit Meisterbälle machen später? Wer weiß. So, jetzt sind meine ganzen Viecher besiegt. Ich könnte jetzt eigentlich doch eine Schnellreise zurück machen. Müsste ich wahrscheinlich auch. Mann, so wollte ich das eigentlich überhaupt nicht machen. Das war überhaupt nicht das Ziel. Oder der Plan. Oder allgemein. So, kurz ausruhen. Und dann gehen wir... Gehen wir zurück in den Wald?
Ich muss kurz überlegen, in welche Richtung. Hier lang, ne? So. Wir müssen noch weiter trainieren. Wir sind ja noch lange nicht am Ende. Hier, das Parasek. So. Das Parasek war doch Level... So. Das war Level 30. Ich hol mir das jetzt. Wir sind doch ein bisschen stärker, oder? Wir sind doch jetzt ein bisschen stärker. Und wenn wir es geschickt anstellen, so, wenn wir es schaffen sollten, und jetzt hört zu, wenn wir es schaffen sollten, das Vieh zu überrumpeln, wäre es doch vielleicht möglich, ganz vielleicht, und ich spreche wirklich, scheiße. So. Ja. Nee, du vergiftest mich nicht. Scheiß drauf. Mann, ey, das klappt heute gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Welche Stufe ist das? 30. So, 30 schaffen wir. Sage ich jetzt einfach. Schaffen wir. Und wenn wir richtig viel Glück haben, dann kriegen wir das Vieh sogar gefangen. Hat mich verfehlt. Wir versuchen jetzt noch mit einer schnellen Glutattacke, weil die ja ein bisschen weniger abzieht. Okay. Ja, dann trefft euch halt gar nicht. Auch okay. Die trifft jetzt aber. Plupp. Yes! Das ist genau das, was ich wollte. So. Ja, mach doch deine Pilzspore. Ist mir gerade völlig egal. So. Wir haben leider nur Pokebälle. Die sind natürlich nicht so effektiv. Wissen wir alle. Aber wir haben schon, wir haben schon ganz andere Wunder hier vollbracht. Also eigentlich nicht. Aber ich sag's einfach mal. So, nächsten Ball. Wir haben noch 21 Bälle. Der Tag ist noch jung, ja? Die Folge ist noch jung genug. Wir schaffen das. Komm schon. Mann! Ich will dieses Pokémon fangen. Ich will dieses Pokémon jetzt fangen. So, und du bleibst jetzt in diesem Pokéball drinne. Komm schon. Runter B. Unten B drücken. Immer ganz wichtig. Das ist doch der legendäre Meisterball-Trick, ne? Warum macht er sich jetzt so stark? Ach so. Autsch. 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 So, Staravia. Einfach, weil es sehr effektiv ist. Falls wir doch mal ganz schnell den Kampf beenden müssen, ne? Aber ich gebe die Hoffnung hier noch nicht auf. Ich will dieses Pokémon. Mann! Das Problem ist, Pokémon bleiben wirklich sehr ungern in den Pokébällen drinne, wenn man sie fängt, wenn das eigene Pokémon unter dem Level ist. Also weit unter dem Level des gegnerischen Pokémons. So, das macht es ganz schön schwierig, oftmals. Wir setzen jetzt Luxio ein. Wir müssen natürlich aufpassen, ne? Wenn wir jetzt alle unsere guten Pokémon hier besiegen lassen, haben wir natürlich auch kein Pokémon mehr, was es im Endeffekt dann noch mit Parasek aufnehmen kann. So, und jetzt haben wir langsam ein richtiges Problem. Wie ihr vielleicht merkt, Pilzspore. Ich will es noch versuchen. Noch ein Pokéball. Los jetzt! Bleib drinne, bleib drinne, bleib drinne, bleib drinne, bleib drinne. Ja! Yes! Ja, Mann! Es geht doch! Es geht doch! Oh! Oh, schön! Ah, klasse. Wir haben Elite-Pokémon. Gefangen. Ah, ich will dieses EP-Bonbon auch noch mitnehmen. Warte, da muss ich kurz was anderes machen. Da muss ich kurz... Habe ich noch Beleber? Ja. Den mal kurz, dann noch den kurz. Dann noch die Tränke. Das machen wir auch noch schnell. Schön, ey. Da hat sich die Folge richtig gelohnt. Wie nehme ich jetzt die Bonbons mit? Was muss ich wegschmeißen? Kann ich irgendwas wegschmeißen? Ja, keine Ahnung. Habe ich vielleicht noch irgendwie was ich herstellen kann? Ja, noch Pokebälle. Ja, immerhin. So, dann müssten wir ja einen Platz irgendwie frei haben. Können das mitnehmen. Perfekt. So, es läuft doch alles wie geschmiert.
Schwertling kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen. So, Paras wollte ich jetzt eigentlich nicht noch gegen kämpfen. Ich hätte jetzt eigentlich gerne nochmal... So, gibt es hier nicht irgendwo so Georock und so? So ein paar stärkere Viecher? Es gab doch hier auch... Ach, gucke mal. Hier. Das Vieh. Kopf! Aha. Die wollten wir sowieso alle kaputt machen. Deswegen können wir gleich hier weitermachen. Die Erfahrungspunkte holen wir uns auch. Das ist auch nur Level 12, ne? Das ist natürlich nicht viel. Aber und richtig trainieren konnten wir jetzt bisher auch nicht. Weil wir einfach nicht genügend... Erfahrungspunkte gesammelt haben. Wir haben uns ja immer besiegen lassen. Ein Burmi? Nehmen wir das mit? Könnten wir eigentlich auch mitnehmen, ne? Komm, versuchen wir gleich mal. Dürfte eigentlich drinnen bleiben. Dürfte eigentlich drinnen bleiben. Sollte jetzt nicht so ein Problem sein. Ah. Nein! Okay. Könnte auch sein, dass es abhaut. Ach komm. Auch noch Flammenrad. Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Wie wir die nun einholen, ist ja auch egal. So. Da gab es aber echt nicht viel gerade. Wir können jetzt noch mal... So, du aber. Pass mal auf. Noch ein Alpha-Zirpeise. Das sieht ja noch mal ganz anders aus jetzt. Da kommen dann noch mal ein paar Erfahrungspunkte dazu. Ist auch Level 30. Ja. Dann haben wir wenigstens eine gute Chance hier, dass wir auch noch vernünftige Erfahrungspunkte bekommen. So, erleidet Verbrennung. Ich kann jetzt nur hoffen, wenn er jetzt Nachthieb macht. Ah, das ist natürlich zu viel. Jetzt müssen wir, bevor Zirpeise stirbt, müssen wir natürlich Igellava wiederbeleben. Das ist jetzt wichtig. Weil der braucht unbedingt die Erfahrungspunkte, sonst hat sich die ganze Folge nicht gelohnt. Wenn der immer wieder stirbt, ja, haben wir gar nichts davon gehabt. Wir können jetzt aber tatsächlich Luftschnitt machen. Müsste stark genug sein. Sage ich doch. Perfekt. Ja. So, dann kommen da nämlich auch Erfahrungspunkte dazu. Dann gibt es ja auch vernünftige Level-Ups. Das wollte ich doch. Das wollte ich doch. Kann ich den hier mitnehmen? Nee. Meine Taschen sind einfach viel zu klein, ne? Meine Taschen sind einfach viel zu klein. Ich kann hier überhaupt nichts mehr... Oh, guck mal, wen wir da noch haben. Na? Guckt euch an, wie dumm dieses Zipurze aussieht. Hat es einfach nicht anders verdient. So, um Pikachu haben wir uns jetzt leider nicht gekümmert in dieser Folge. Da ist ein Abra. Hast schon abgehauen, ne? Das Problem an den Abras hier, die sind genauso wie in den ersten Pokémon-Editionen. Die hauen... Das ist ja noch ein Elite-Vieh. So. Ein Elite-Staravia. Wir könnten uns auch ein ganzes Team aus Elite-Pokémon machen, ne? Das wäre ja auch was lustig. Ach, shit. Level 32. Risikotackle. Jetzt geht das wieder los, ey. Okay, schön. Überhaupt nicht das, was ich wollte. So, jetzt können wir kurz gucken. Gibt es hier irgendwas sehr... Ja, Luxio war das einzige... Nee? Okay, Bidifas. So. Zeig doch mal, was du kannst. Wenn Walzer wirklich sehr effektiv ist. Es ist wirklich sehr effektiv. Ja, der macht da deinen Ruhehort. Das wird dir aber überhaupt nichts bringen. Weil Walzer einfach immer stärker wird. So, und dann hast du es eh irgendwann geschafft. Dann ist der eh gewone-hitted. Es wird nicht stärker. Weil der nicht angreift, ne? Mist.
einfach mal Mist? Das ist doch gar nicht... Es funktioniert hier gerade kein Kampf, so wie ich den gerne hätte. Also kein wichtiger Kampf funktioniert gerade so, wie ich es gerne hätte. Guck mal, ich habe hier auch noch Walzer. Komm, machen wir eine Kraftattacke. Und wenn das gut läuft, dann war es das schon. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja. Ja, doch. Hä? Was war denn da los? Habt ihr das gesehen? Oh. Warte mal, wollen wir versuchen zum Folgenende uns noch ein Abra zu holen? Schaffen wir das? Habe ich noch einen Beleber? Ja, habe ich noch. Sehr gut. Dann kann ich die beiden auch nochmal kurz beleben. Und dann versuchen wir zum Abschluss noch Abras zu fangen. Ich weiß gar nicht, haben wir schon Abras? Nee, ne? Jetzt die Frage, ob die hier nochmal wiederkommen. Und nicht, dass die mich dann irgendwie zu schnell entdecken. Das ist ja noch ein Zierpurze. Du versaust mir jetzt bestimmt die Tour mit den Abras. Gucken, ich weiß nicht, ob die hier nochmal auftauchen. Jetzt muss man hier bestimmt irgendwie so ein bisschen warten, dass die irgendwann sich hierher teleportieren. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Ah, nee. Dämlich ist die Purze. Ich sehe gerade nicht, dass die hier irgendwo auftauchen könnten. Ah. So. Aber dann haben wir ja doch einige... Bestimmt ein... Ja klar, jetzt flieht ihr alle, ne? Weil ihr jetzt richtig Schiss bekommen habt. So. Die mache ich jetzt noch fertig und dann können wir doch mal gucken, ob wir noch zum Professor zurückgehen. Das ist ein bisschen doof. Ich hätte wirklich gerne Abras gefangen. Aber... Wenn die jetzt natürlich alle nicht auftauchen, so, dann können wir hier natürlich auch stundenlang warten, ne? Ach, doof. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Nee, du, mit Regen. Regen mache ich nicht mit. Wir gehen kurz uns ausruhen zuerst. Gehen dann noch zum Professor. Ja, dass der uns kurz den Bericht abnimmt. Hier, 9 Pokémon. Das ist echt nicht viel. Das ist echt nicht viel. Ah, guck mal, da waren 2 Elite-Pokémon dabei. Immerhin. Ja. 4230. Das nimmt man ja alles mit, ne? So. Naja. Ah, es hat aber nicht für Rang 3 gereicht. Ah. Ja, okay. Müssen wir jetzt noch Story machen. Gehen jetzt noch zu Denboku. Das haben wir ja versprochen, dass wir in dieser Folge noch zu Denboku gehen. Du schon wieder. Dieses Licht, das gen Himmel verschwunden ist. Du hast den König also besänftigt, habe ich recht? Oh, was sehe ich denn da? Kann es wirklich sein? Ist das etwa eine Tafel? Dürfte ich sie mir mal etwas näher ansehen? Darauf sind Worte eingeritzt. Dort, wo das Universum geboren wurde, steht auch seine Wiege. Das scheint ein Teil einer Legende zu sein. Wo hast du sie her? Blablabla. So. Eine Tafel hast du also von Damütje bekommen, als es dich für würdig befunden hat. Und eine andere von Axantor, nachdem du es besänftigt hattest. Oh, das bringt mein Blut in Wallung. Ich vermute, dass weitere dieser Tafeln in ganz Hisui verstreut sind. Wenn wir sie alle finden und das Rätsel ihrer Inschriften lösen, könnte uns das womöglich zu einer großen Entdeckung führen.
Ha, nichts weckt meine Neugierde mehr als die Mythen und Rätsel der Vergangenheit. Da zeigt sich der wahre Reiz des Lebens. Aber wie dem auch sei, die Pflicht ruft. Bis dann. Ich vertraue dem Typen nicht. Der hat irgendwie was Komisches an sich und ich vertraue ihm nicht. Ich habe mich übrigens auch schon lange nicht mehr um die ganzen Nebenquests hier gekümmert. Kriegt man davon Erfahrungspunkte? Weiß ich gerade gar nicht. Egal, wir gehen erstmal hoch. Ah, guck mal, da können wir noch ein paar Nebenquests annehmen auf jeden Fall. Das können wir noch schnell machen. Ah, okay, Spielgefährte Driftlon. Weitere Zubats Augen. Cosima will einen Zubat sehen, okay. Und seltenes Ponita gesichtet. Okay. Könnte ja ein Shiny Ponita sein, ne? Oh, ein Shiny Ponita hätte ich richtig gern. Ich finde, die Shiny Ponitas der Kanto-Region sind einfach mit ihrem blauen Feuer. Oh, die sehen schon wahnsinnig gut aus. So, Denboku. Ich hoffe, der verprügelt mich nicht wieder. Hervorragende Arbeit. Ich habe bereits erfahren, dass du das in Rage verfallene Axanto besänftigt und in Frieden wiederhergestellt hast. Obwohl du für uns bloß ein Fremder bist, der vom Himmel gefallen kam, hast du der Galaktik-Expedition vorbildlich gedient. Damit hast du dir ein gewisses Maß an Respekt erarbeitet. Allerdings ist es damit noch lange nicht getan. Wie man hört, sind auch in anderen Gebieten Hisuis Könige und Königinnen in Rage geraten. Deshalb musst du auch weiterhin Pokémon erforschen und dich für Jubeldorf nützlich machen. Doch, genug geredet. Die anderen Mitglieder des Forschungstrupps sind jetzt wohl schon in der heißen Kost. Du solltest dich ihnen anschließen. Alles klar, haben wir die Mission geschafft. Wir kriegen keine Erfahrungspunkte dafür, ne? Das ist ein bisschen schade. Ich nehme wieder die üblichen Kartoffelmochi, Mubeshi. 3 Portionen und keine weniger. Wenn du sonst noch was Leckeres in der Küche zusammenzauberst, bring es gleich mit. Deine Eskapaden sind hier in aller Munde. Du kannst von Glück reden, dass du den Kampf gegen Axanto unversehrt überstanden hast. Unsinn, Butch war gut vorbereitet. Außerdem bin ich mir sicher, dass er während des Kampfes immer gut auf Axantos Bewegungen geachtet hat. Dieser Sieg war kein Glück, sondern das Ergebnis sorgfältig vorbereiteter Anstrengungen. Dank Butch kann der Forschungstrupp jetzt viel sicherer seiner Arbeit nachgehen. Falls du dich noch sicherer fühlen willst, solltest du das Item aus dieser Anleitung herstellen. Mubeshi hat es mir überlassen. Rauchkugeln, okay. Eine Rauchknolle und ein Rundblatt. Yes! Wir müssen nicht mehr befürchten, von Axanto angegriffen zu werden. Jetzt können wir in aller Ruhe die Pokémon erforschen, die im Obsidian-Grasland leben. Schön. Das ist doch schön. Butch? Ich habe auf dich gewartet, Butch. Mein Name ist Jula. Ich, möchte dir etwas ganz Wichtiges sagen. Kannst du kurz mitkommen? Wer ist das denn jetzt? Das bleibt bitte unter uns, ja? Das Unheil geht in Hisui um. Hunderte Jahre ist es her. Da wurde ein gewisser Unruhestifter für seine Missetaten versiegelt. Doch aus irgendeinem Grund ist das mysteriöse Siegel nun gebrochen worden. Wir müssen eingreifen und Schlimmeres verhindern. Ich bitte dich, Butch, setze das zerbrochene Siegel wieder instand. Was? Okay, was muss ich tun? Oh, ich danke dir. Du glaubst mir, nicht wahr? Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Ich gebe dir zunächst einmal diesen Spiritkern hier. Pass gut darauf auf. Gott, bin ich naiv. So, was mache ich jetzt? Mit diesem rätselhaften Stein kann man violett leuchtende Geisterlichter einsammeln. Ich soll auf Geisterjagd gehen? Aber warum ich? Die ehemals versiegelten Geisterlichter sind über ganz Hisui verstreut. Es sind übrigens 107 an der Zahl. Willst du mich... Ach du Scheiße. Und mit dem Spiritkern lassen sie sich wieder einsammeln. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber wenn du den Spiritkern dabei hast, kannst du sie sehen.
Alles klar. Ich weiß, dass ich damit viel verlange, aber bitte versuche sie alle einzusammeln. Hier irgendwo in der Nähe sollte eins der Geisterlicher sein. Damit könntest du anfangen. Oh, sieh mal, da ist eins. Berühre das Geisterlicht und beobachte genau, was passiert. Moment mal. Die hat gesagt, wenn man den Spiritkern hat, kann man die Geisterlichter sehen. Sie hat mir gerade den Spiritkern gegeben. Warum kann das gruselige Mädchen, nennen wir sie mal Samara, das Ding noch sehen? Nee, sie heißt ja Jula. Aber sie erinnert mich gerade an Samara. Nehmen wir das Geisterlicht noch mit? Okay, einsammeln wir noch ein. Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? So. Hier. Berühren. Berühren. Ja, genau. Es geht direkt in mich rein. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hast du gesehen, wie es vom Spiritkern eingesogen wurde? Es scheint, dass ich diese Aufgabe der richtigen Person anvertraut habe. Wenn du wissen möchtest, wo du als nächstes suchen solltest, frag mich einfach. Oh, und als Dankeschön für deine Mühen werde ich dir einige tolle Belohnungen geben. Ich warte hier auf dich, Butch. Schön. Gut. Während Jula hier so auf uns wartet. Jetzt geht's ja immer noch weiter. Mann, ich will die Folge beenden. Sind schon weit über der Zeit hier. Ja, haben schon wieder Überlänge. Oh, wow, der Friseursalon der Galaktik-Expedition ist echt schick. Hey, du da. Du bist Butch, richtig? Du warst es doch, der den herumwütenden König des Waldes Axantor wieder beruhigt hat. Die hat ganz weirde Augen. Kann sein? Ja, du bist eine kleine Berühmtheit, also brauchst du gar nicht versuchen, dich herauszureden. Einige haben sogar Angst vor dir. Schließlich hast du dich so furchtlos einem der Pokémon entgegengestellt, die dem ehrwürdigen Sinnoh nahestehen. Ach, ich heiße übrigens Hinatsu. Ich bin eine Wächterin des Diamant-Clans und leidenschaftliche Friseurin. Freut mich, dich kennenzulernen. Jetzt musst du mich leider entschuldigen. Ich bin mit dem Boku verabredet. Bis dann. Okay. Tschüss. Hau rein. Bis denn. So. Oh Gott. Was für eine verrückte Folge zum Schluss noch. Das hätten wir aber nicht gedacht. 2 Elite-Pokémon, 2 komische Nebenaufgaben. Und wie wir sehen, gibt es hier noch einiges mehr. Ne? Hier sind jetzt noch einige Sachen frei geworden. Gut. Kümmern wir uns also in der nächsten Folge mal wieder um Jubeldorf. Ich freue mich drauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Guckt auf Instagram nach mir, guckt auf Facebook nach uns, Butchbob42. TikTok haben wir auch, was wir nicht alles haben. Wir sind überall auf Social Media zu finden. Außer OnlyFans noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, ich bin raus. Tschüss.